Du willst die Qualität deiner Videokonferenzen verbessern? In diesem Video erfährst du einige einfache Tipps, wie du das auch ohne großen Aufwand hinbekommst. Los geht's! Schön, dass du reinschaust bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von MindNet. Mein Thema heute? Videocalls. Sie sind seit längerem schon aus unser aller Alltag nicht mehr wegzudenken und gerade im beruflichen Kontext steigen auch die Erwartungen an die technische Qualität. Schauen wir uns mal gemeinsam an, mit welchen einfachen Tipps sich die Qualität vieler Videokonferenzen deutlich verbessern lässt. Am Anfang der digitalen Kommunikation steht das Internet. Für anständige Videotelefonie reicht DSL völlig aus, aber es sollte stabil sein. Um die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit deines Internets zu testen, kannst du einen Speedtest verwenden, wie zum Beispiel den unten verlinkten Test der Bundesnetzagentur. Wenn deine Geschwindigkeit knapp ist, also der Download nicht stabil über 10 und der Upload nicht über 1 Mbit liegt, kannst du versuchen, alle anderen Programme und Geräte, die aufs Internet zugreifen, während deines Videocalls zu deaktivieren. Ansonsten hilft wohl nur ein Anbieterwechsel. Übrigens, wenn möglich, verwende ein Netzwerkkabel. Das kann lästig sein, ist aber immer noch deutlich zuverlässiger als WLAN, besonders wenn sich in deiner Umgebung viele andere WLAN-Netze befinden, die auf der gleichen Frequenz funken und damit dein Netz stören. Wenn das Internet steht, kannst du dir Gedanken über Bild und Ton machen. Häufig gesehene Probleme, Personen im Gegenlicht, Kamerablick von unten und unvorteilhafte Hintergründe. Wenn du im Gegenlicht sitzt, also zum Beispiel mit einem Fenster im Rücken, bringst du deine Kamera durcheinander und bist meistens nur als Silhouette zu sehen. Vermeiden kannst du das, indem du dich umsetzt. Achte dabei aber auch auf deinen Hintergrund. In den meisten Programmen kannst du ein Vorschaubild sehen, bevor du dich in den Call einklingst. Nutz das, um deinen Hintergrund zu prüfen und gegebenenfalls zu verändern. Sehr beliebt ist auch der Blick von unten mit der internen Laptop-Kamera. Das steht aber den wenigsten Leuten gut und lässt sich leicht vermeiden. Leg einfach einen Stapel Bücher unter deinen Laptop. Oder verwende eine Webcam, die du unabhängig vom Laptop auf Augenhöhe installieren kannst. Apropos Webcam. Im hier verlinkten Video habe ich dir ein einfaches Setup für Videocalls zusammengestellt. So viel vorab, gute Webcams bekommst du zum Beispiel von Logitech. Ein beliebtes Modell habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Es gibt auch die Möglichkeit, professionelle Kameras in deinem Videocall zu integrieren. Das werde ich in einem zukünftigen Video nochmal ausführlicher behandeln. Bevor du über eine externe Kamera nachdenkst, solltest du dir über die Beleuchtung deines Settings Gedanken machen. Über das Thema Gegenlicht habe ich ja schon gesprochen. Wenn es generell zu dunkel bei dir ist, nimm Licht zur Hand. Ganz einfach geht das mit einem Ringlicht oder einer günstigen LED-Lampe. Wenn du vor dir eine weiße Wand hast, kannst du die dafür nutzen, um sie anzuleuchten und so indirektes Licht von vorne zu bekommen. Diesen gleichen Effekt kannst du auch mit einer sogenannten Softbox erzielen, die es günstig beim Online-Händler deines Vertrauens zu erwerben gibt. Der Nachteil dabei, sie brauchen relativ viel Platz. Wenn du tagsüber in einem Raum mit Lichteinstrahlung sitzt, achte darauf, dass deine Lampen Tageslichtfarben sind oder sich auf ein Daylight-Setting einstellen lassen. Kommen wir zum mit Abstand wichtigsten Technikaspekt der Videotelefonie, der aber gerne stiefmütterlich behandelt wird, dem Ton. Wenn du schlecht verständlich bist, ist das extrem ärgerlich bis hin zu geschäftsschädigend, wenn du mit Kunden sprechen willst. Die schlechteste Option ist das im Laptop eingebaute Mikro. Aber auch wenn dir nur das zur Verfügung steht, kannst du für bessere Qualität sorgen, indem du den richtigen Ort wählst, dich gut positionierst und Nebengeräusche vermeidest. Große Räume mit nackten Wänden versprechen schlechten Ton. Wenn möglich, setz dich also lieber in einen kleinen Raum mit möglichst viel Stoff, Büchern, Vorhängen oder Teppich. Wenn du den Raumklang aktiv verbessern willst, gibt es sehr gute Schaumstoffelemente für bessere Akustik. In der Videobeschreibung habe ich dir ein flexibles Modell verlinkt, das du freistehend im Raum verwenden kannst. Was deine Position angeht, die meisten Laptops haben ihre Mikrofone in der Nähe der Tastatur. Finde heraus, wo das bei deinem Laptop der Fall ist und achte darauf, dass der Zugang während des Calls frei bleibt und fass auch nicht dorthin, denn das macht zusätzlich laute Geräusche, die du selber gar nicht wahrnimmst. Apropos Geräusche. Alles, was um dich herum laut ist, solltest du vermeiden. Schließe einfach Zimmertüren und Fenster und schalte die Geräte mit Lautsprechern wie Fernseher, Radios oder aktive Speaker einfach ab. Darüber hinaus ist ein besseres Mikrofon unbedingt eine Überlegung wert. Achte aber darauf, dass du eins aussuchst, das mit deinem Rechner kompatibel ist. Eine relativ sichere Wahl sind dabei Mikrofone mit USB-Anschluss. Auch wenn sie nicht so schick ist, ist eine klassische Headset-Mikrofon-Kombination, wie das in der Videobeschreibung verlinkte Modell, mein persönlicher Favorit.
Übrigens, wenn du oft in längeren Videocall-Sessions unterwegs bist oder, so wie ich, nicht immer den Ladezustand deiner Geräte im Blick hast, würde ich dir von Bluetooth eher abraten. Was nützt dir das beste Headset, wenn es gerade, wenn du es nutzen willst, leer ist? Was du ganz allgemein berücksichtigen solltest, ist deine Technik rechtzeitig vor einer wichtigen Videokonferenz zu testen. Besonders, wenn du neue Technik verwendest. Bei externen Mikrofonen und Kameras kannst du diese häufig in deiner Videokonferenzsoftware manuell einstellen. Überprüf also auch hier rechtzeitig, ob das richtige Gerät ausgewählt ist. Das waren sie, meine Tipps für die einfache Verbesserung der Qualität deiner Videocalls. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem Video, in dem ich ein kleines Setup für unter 200 € vorstelle. Und wenn du Größeres planst, schau mal in unser Video rein, in dem ich dir zeige, welche Technik du für professionelle Livestreams benötigst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da. Und wenn du in Zukunft über ähnliche Videos informiert werden oder uns supporten möchtest, freue ich mich über dein Abo. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von MindNapped. Mit Videos mehr erreichen.